Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In Paris DLC wurde eine ISO-Höhle gefunden und dazu gibt es auch ein Rätsel mit neuer ISO-Schrift. Alles das zeige ich euch heute im Video, also bleibt dafür auf jeden Fall dran. Ihr seht ja, auf dem Kanal gibt es eine Menge Assassin's Creed News und Lore. Wenn ihr die Ersten sein wollt, die davon immer erfahren, dann jetzt mal einmal den Abo-Knopf betätigen, aber legen wir los. Wenn ihr im DLC unterwegs seid, dann werdet ihr irgendwann an die Kirche Saint-Denis stoßen. Die ist nördlich von Paris und dort müsst ihr hin, um die Schatzhortkarte dort einzusammeln. Dabei werdet ihr auch auf eine uralte Steintafel treffen, die einen ganz komischen Text hat. Er sieht auf jeden Fall lateinisch aus und vor allen Dingen auch der letzte Name Octavus scheint das Ganze auch zu unterstützen. Ich habe dann überlegt und mir gedacht, muss man wie beim Großmeister Vitus in England, übrigens das Video dazu ist hier, muss man da irgendwie 2 Buchstaben auslassen. Das habe ich gemacht, hat nicht funktioniert. Dann habe ich runtergescrollt, habe gesehen Octavus, okay, Lateinisch, vielleicht ist irgendwas Lateinisches. Dann habe ich einfach mal lateinische Dekodierer eingegeben und dann kam Caesar Cipher raus. Caesar Dekodierer, das wurde damals benutzt, um Nachrichten zu verschlüsseln. Jetzt mittlerweile relativ einfach und dort wird der erste Buchstabe des Alphabets um eine beliebige Zahl nach links oder rechts verschoben. Das heißt, A wird zu B oder A wird zu Z und so weiter und so weiter. Dann dachte ich, okay, Octavus 8, ja, A, also in dem Fall dann B, C, D, E, F, G, H, I, so, Alphabet gerockt. Und da habe ich geguckt, hat nicht gepasst. Dann habe ich einfach mal rumgespielt, ich habe nach vorne, nach hinten verschoben und bei 18 wurde ich dann fündig. Allerdings nicht nach vorne, sondern nach hinten. Und dabei gibt es zu beachten, dass im klassischen lateinischen Alphabet die Buchstaben J, W und U nicht genutzt werden. Das heißt also, ich bin auf die Seite Crypty.com gegangen und dort kann man natürlich dann auswählen, welche Buchstaben im Alphabet genutzt werden sollen. Und dann kam diese folgende Nachricht in Latein raus, die ich euch jetzt mal hier auf den Bildschirm packe. Ich bin natürlich kein Lateinexperte und der Google Translator hat mir dabei auch nicht so gut geholfen. Deswegen bin ich zu Fiverr gegangen und habe dort einfach mal ein bisschen Geld in die Hand genommen, um zu gucken, was das Ganze denn heißt. Und meine Übersetzung, die ich bekommen habe, sinngemäß heißt sie folgende Sache. Von den blauen Blumen im Kompendium, von den weißen Blumen in Richtung Norden von Paris, wo wir beten, in den Markt der Suessiones, wo sie verkauft werden. Dann sehen wir in der zweiten Hälfte des Textes, gleiche Schritte führen zum Ort. Versteck ihn oder es ist versteckt, anstelle oder zugunsten des nächsten Türschlüssels. Die ersten und zweiten sind nah, doch der letzte ist der nächste und der dritte bleibt alleine. Ihr seht schon, der Text ist ganz schön schwer zu übersetzen und nicht wirklich klar und deswegen gibt es von mir auch nur eine Vermutung. Wir haben also die blauen Blumen im Kompendium, die weißen Blumen auf den Dächern von Paris und wir haben den Markt in Suessiones. Verbinden diese Punkte alle und es entsteht fast ein gleichseitiges Dreieck. Und wenn wir diese Punkte, die Eckpunkte von diesen Dreiecken alle miteinander verbinden, das ist meine Theorie, dann kommen wir natürlich auf das Waldstück von Saint-Denis. Ich muss zugeben, ich war vorher dort schon und habe es durch Zufall entdeckt, deswegen bin ich auch auf die Idee gekommen mit dem Caesar Cipher, weil ich in der Kammer schon war und etwas entdeckt habe, dazu aber später mehr. Wir wissen auch, der Ort ist verschleiert, also es könnte ähnlich sein wie bei Magister Vitus, dass irgendwie Gebüsche dort sind, dass man das nicht richtig sieht. Also im Gebäude denke ich mal nicht, dass es ist, sondern ich denke, es ist in der Natur verschleiert. Und ich bin euch ehrlich, die letzten Absätze sind mir auch nicht ganz so klar. Was für ein Key könnte es sein? Naja, bei den Kelten war der Handel wirklich der Key und in dem Fall wird hier über Blumen geredet, die gehandelt werden. Das heißt also, die Blumen sind der Key und man sollte vielleicht sich umgucken, was dort bei den Blumen alles ist. Außerdem im Francia ist natürlich die Lilie auch eine ganz besondere Blume. Sie beinhaltet natürlich das Wappen vom fränkischen König und von den Karolingern und natürlich auch von späteren Königen in Frankreich. Dementsprechend machen wir uns doch mal auf und gucken mal, ob wir was in der Nähe von diesen weißen Blumen finden. Dazu kommt noch, dass die Kirche Saint-Denis mit Karl dem Großen, ich glaube also dem Opa von Charles dem Dicken, fertig gebaut wurde und dieser Ort genutzt wurde, um die fränkischen Könige zu krönen und auch davor gab es dort eine Kirche, die eine hohe Bedeutung im Fränkischen Reich hatte. Also ist da auf jeden Fall der Fokus und wenn wir natürlich hier entlang gehen, dann sehen wir ganz viele Kreuze. In Companion zum Beispiel gibt es nur ein Kreuz, in Suessiones gibt es kein Kreuz und hier sehen wir keltische Kreuze. Ganz viele vor der Kirche, auf der Kirche und natürlich auch daneben. Und wenn wir jetzt hier die Treppen hochgehen, dann sehen wir dort 3 Kreuze und links dann 2 Kreuze. Ich weiß nicht, ob das ein Bezug ist, wir gehen aber weiter, denn wir wollen ja zu den weißen Blumen, beziehungsweise zu den weißen Blüten und wir sehen etwas Verschleiertes, auch eine Art kleine Struktur und wenn wir weitergehen,
tada, dann sehen wir einen Eingang, ähnlich wie beim Großmeister Vitus. Und da gehen wir natürlich rein und gucken mal, was da drin ist. Wir gehen also runter und entdecken Gräber. Wir entdecken Gräber wahrscheinlich von alten fränkischen, gallischen, römischen Königen. Und wenn wir weitergehen, dann sehen wir ein verschlossenes Tor. Da kommen wir später zu. Und links haben wir eine weitere Tafel entdeckt. Und da ist ein unglaublich riesiger Text. Und ich habe natürlich wieder auf Fiverr meine Kontaktperson, kontaktiert und sie gebeten, das Ganze zu übersetzen. Sie hat sogar dekodiert, also großes Dankeschön geht da raus an dich. Ich habe das nicht alleine gemacht und hierbei hat sie nicht den Caesar Cypher genutzt, sondern sie hat den Beginner Cypher genutzt. Und der ist ein bisschen anders, der läuft ein bisschen anders, da brauchst du einen Schlüssel. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber sie auf jeden Fall schon und sie hat das Ganze dann übersetzt und dabei kam Folgendes raus. Dionysos, das ist der Name von dem heiligen Saint-Denis. Dionysos beugt Willen mit der Kugel, doch es war nicht genug, um ihn zu retten. Ich habe eine Geschichte von seinem abgeschlagenen Kopf gemacht und werde seine Arbeit fortsetzen. Ich habe eine Täuschung kreiert, um die Kugel zu verstecken und weiterhin zu verschleiern. Aber ich fürchte mich, wie es von meinem Geist Besitz ergreift, zu mir spricht, sodass ich nichts mehr hören und sehen kann. Und ich verstehe nicht, dass ich dieses Stechen, Prick oder Shot in dem Fall, nach links bewegen muss. Ich habe sie, die Kugel, dorthin zurückgepackt, wo Dionysos es entdeckt hat. Es ist zu gefährlich, um sie zu nutzen, um die Schar der Menschen an uns zu binden. Jetzt fragt euch wahrscheinlich, was ist das für eine Geschichte? Ich kann es euch sagen. Wir sind ja unter Saint-Denis. Saint-Denis war ein Heiliger damals und von ihm gibt es auch eine heilige Geschichte, denn er soll angeblich, laut der Legende, kopflos durch die Straße gelaufen sein, um Leute davon zu überzeugen, dass man, wenn man dem Christentum alles gibt, wenn man daran glaubt, dass man selbst kopflos überleben kann. Und wir wissen natürlich auch in Assassin's Creed, er hatte sicherlich einen Edenapfel. Hier wird von einer Sphäre, einer Kugel gesprochen und die hat er sicherlich genutzt, um die Leute zu konvertieren, zu manipulieren, um dem Christentum beizutreten. Wir können auch herauslesen, dass die Kugel wieder versteckt wurde, dass die Kugel wieder hineingetragen wurde in eine Gruft und dass der gute Octavius höchstwahrscheinlich diese Kugel gefunden hat und verrückt geworden ist dadurch und nicht weiß, was er hört und was er sieht und dass er diese Kugel wieder zurückbringt und diese Geschichte zwar nutzen wird, um seine Arbeit fortzusetzen, aber die Kugel selbst nicht mehr nutzen möchte. Und ich kann euch sagen, diese Geschichte müsst ihr eigentlich schon mal gehört haben, wenn ihr Assassin's Creed in der Vergangenheit gespielt habt. Na, wisst ihr, welchen Assassin's Creed Teil ich meine? Wenn ihr es wisst, schreibt es mal jetzt in den Kommentare und dann werdet ihr in ein paar Sekunden erfahren, ob ihr recht lagt. Ich rede natürlich von dem DLC Dead Kings von Assassin's Creed Unity, wo wir mit Arnaud unterwegs sind und eine Metallschachtel finden. Und in dieser Metallschachtel finden wir einen Edenapfel und dieser Edenapfel hat den spezifischen Namen Kopf von Saint-Denis. Geil, oder? Schönes Easter Egg und das Ganze ist noch nicht vorbei, denn wir haben noch eine ISO-Hülle. Wenn ihr euch nämlich in diesen Katakomben umschaut, dann seht ihr rechts auf jeden Fall ein ISO-Gewölbe. Ein ISO-Gewölbe, was ähnlich aussieht. Vor allen Dingen, wenn ihr Odins Sicht mal benutzt, dann habt ihr dort einen ISO-Text. Und wenn es euch bisher mitgerissen hat, ihr mitgefiebert habt, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da, weil dann verpasst ihr auf jeden Fall nicht das nächste Rätsel, was ich hier revealen werde. Und den habe ich mit Hilfe von zwei Quellen gelöst, die packe ich euch gerne unten in die Beschreibung. Einmal von Access the Animals, dieses klassische ISO Translation Sheet und das andere ist so eine Art Vokabelheft, kann man fast sagen, ja, ein Dictionary zu der ISO Language und da habe ich im Grunde versucht, das ein bisschen zu lösen und wir haben hier zumindest eine ganz simple Übersetzung. Und wenn wir uns das erste Wort anschauen und das mit den beiden Quellen vergleichen, die ich habe, dann müsste das eigentlich jeder, alle oder einer sein oder die sein. Das zweite Wort ist ja wie gesagt nur bestehend aus zwei Buchstaben dann. Das wäre das Wort oder eine Abwandlung von Sicht oder Sehen oder gesehen oder wurde gesehen. Das zweite wäre dann ein Artikel, ja, und zwar they, also die, bezogen auf jemanden. Und das vierte und letzte Wort, das besteht ja aus drei Buchstaben. Das wäre dann so etwas wie abgeschlossen, fertig, durchgeführt. Die letzten beiden Zeilen müssen wir natürlich dekodieren und da hat Access the Animals natürlich einen Cheat rausgeballert. Props on you und da werden wir das Ganze in Hexadecimal-Zahlen umwandeln. Da müssen wir das Ganze dann vom Hexadecimal zu Dezimalzahlen umwandeln. Da gibt es online unglaublich viele Dekodierer, da könnt ihr jeden nehmen und dann kommen wir auf folgendes Ergebnis. 782 ist die erste Zahl nach dem Punkt, denn Punkte sind der Indikator für Zahlen.
Und das könnte ein Jahr sein, welches sich ja gar nicht so weit entfernt von dem Jahr, wo wir gerade sind, in Valhalla. Das nächste ist 3962, das könnte ein ISO-Jahr sein. Und das darunter, das ist mir sehr unschlüssig, 37, könnte ein Jahr sein, könnte aber auch irgendwas anderes sein. Und 3101. Eine Sache habe ich aber noch vergessen zu sagen. Ihr seht ja am Ende diese Endung. Und das ist nicht nur ein Hinweis für die dritte Person Plural, sondern auch ein Hinweis für ein Verb. Und zwar are. Und dementsprechend kann man sagen, sobald ihr diesen Text seht, habt ihr es abgeschlossen. In dem Fall die Aufgabe. Und die Aufgabe war es natürlich, das Easter Egg zu finden. Das Easter Egg von Assassin's Creed Unity im Paris DLC, genauso wie es auch ein Easter Egg in Irland DLC gab mit dem irischen Text, den ja Access the Animus sehr wunderbar übersetzt hat. Schaut da gerne mal rein. Vor allen Dingen glaube ich nicht, dass da noch was kommt, weil wir 2 Fertigkeitenpunkte bekommen, sobald wir diese Schrift lesen. Und außerdem habe ich auch gecheckt, ob es dahinter irgendwas gibt. Gerade bei dem Tor habe ich es nochmal geprüft. Ihr seht, da hinten ist eine Sackgasse. In diesem Tempel, da kommt man nicht durch. Das sieht aus wie ein geschlossener Raum. Dementsprechend denke ich mal, war es das mit dem Rätsel. Und das war auf jeden Fall ein nices Rätsel. Meint ihr, da kommt noch was? Meint ihr, da gibt es noch eine dritte Tafel? Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ich denke nicht. Und das Einzige, was ihr jetzt noch machen könnt... Ach nee, warte mal, Eivor. Die haben schon die Glocke aktiviert. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.